Und wir haben ja in der Sendung schon kurz darüber gesprochen. Verteidigungsminister Pistorius, dem wird der erste von 9 Kampfhubschraubern von Airbus übergeben. Und er hat sich nun auch in Donauwörth geäußert. Wir hören da einmal schnell rein. Ich habe die Entscheidung der Amerikaner nicht zu bewerten. Die Atacams sind die Atacams mit einer Reichweite von 300 Kilometern. Es ändert nichts aktuell an unserer Einschätzung. Gibt es weitere Fragen? Ich habe ja gerade gesagt, es ändert aktuell nichts an unserer Entscheidung. Die KI-Drohnen werden geliefert in großer Stückzahl, 4000. Das ist ein Riesenschritt für die Ukrainer, weil sie KI gesteuert sind. Sie können die gegnerische elektronische Abwehr ausschalten. Sie können Ziele bis zu 30, 40 Kilometern im Hinterland erreichen, insbesondere Gefechtsstände, logistische Knoten und anderes. Und in der Stückzahl und in der Schnelligkeit, wie wir sie jetzt liefern, Sie haben sich erprobt, ich habe sie mir vor Ort angesehen, sind sie nochmal ein wichtiges Asset für die ukrainischen Streitkräfte. Gibt es weitere Fragen? Sie? Ja, absolut. Ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, der Vertragsschluss ist gerade 11 Monate her. Sowohl das BainBW als auch das Beschaffungs- und das Planungsamt, aber auch die Industrie haben sich hier maximal und optimal, effektiv aufgestellt. Und in der Kürze der Zeit, das so auf die Straße, in dem Fall auf die Landebahn zu bringen, ist wirklich aller Ehren wert. Und mein Anspruch an die Zeitenwende. Ja, ich weiß, es wird nicht immer klappen, weil es immer auch mal wieder Widrigkeiten gibt. Aber hier haben wir wieder einmal gezeigt, wenn alle an einem Strang ziehen, dann geht's auch. Es bedurfte gar keines Drucks. Wir haben den klaren Anspruch, uns jeweils mit dem bestmöglichen Material auszustatten. Aber das bestmögliche Material muss auch zeitgerecht verfügbar sein. Also wir haben uns klar verabschiedet von den früheren Goldrandlösungen, wo man immer noch mal eine Entwicklungsstufe dranhängte. Wir haben gesagt, wir wollen das haben, was jetzt lieferbar ist, was schnell ist, was die Lücke schließt, was insbesondere den Tiger ergänzt. Ich habe da nie Druck empfunden. Natürlich kaufen wir auch bei Bündnispartnern ein, so wie Bündnispartner bei uns einkaufen. Wir sind ein Bündnis. Wir müssen interoperabel sein. Wir müssen die Systeme voneinander kennen. Von daher ist das das Normalste der Welt. Das kann nicht alles in Deutschland produziert werden. Hatte der Herr davor noch eine Frage? Was meinen Sie mit Bundesstützpunkt? Kasernen? Naja, Kasernen kann man nicht einfach so aus dem Boden stampfen. Wir haben sehr, sehr viele als Bundeswehr abgegeben seit den 90er Jahren. Sehr viele sind heute Gewerbe- und Wohngebiete, die geholfen haben, Regionen zu entwickeln. Die kann man nicht zurückholen und einfach neue auf dem flachen Land entstehen lassen. Macht man nicht so einfach. Das sind langwierige Prozesse. Unsere Aufgabe ist jetzt, die bestehenden Einrichtungen zu optimieren, den Raum, den wir haben, optimal zu nutzen. Jetzt haben wir mal eine Frage in der Mitte. Die Fragen wiederholen sich jetzt gerade. Ich habe gerade gesagt, es gibt zurzeit keinen Anlass, eine andere Entscheidung herbeizuführen. Taurus besuche ich, MdBA besuche ich nicht nur wegen Taurus, sondern auch wegen anderer Projekte. Und Taurus ist wichtig für uns. Er wird weiterentwickelt, er wird geupdatet werden. Darum geht's. Haben Sie noch eine Frage? Das unterliegt der Geheimhaltung. Sie haben noch eine Frage? Haben wir eine noch? Okay. Ist gefallen? Dann ich habe ja sehr früh klar gemacht, das Sondervermögen von 100 Milliarden war richtig und notwendig und die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Das Geld wird in Kürze ausgegeben bzw. gebunden sein in Verträgen. Dann warten wir auf die Zulieferung dessen, was wir damit beschafft haben. Aber alle sind sich darüber einig, dass einmalig 100 Milliarden abzüglich Inflation und Schuldentilgung nicht ausreichen werden. Deswegen muss es mehr geben. Aber mir wäre wichtig, das nicht wieder in Form eines Sondervermögens zu machen, weil ein Sondervermögen niemals die steigenden Betriebskosten für Neubeschaffungen mit abbilden kann.
Also ist das Gebot der Stunde und für die nächsten Jahre einen vernünftigen, abbildbaren und verlässlichen Aufwuchs des Einzelplans für Verteidigung, in dem man dann alles gewährleisten kann: Beschaffung, Unterhalt und Wartung und Personal. Das ist, wenn wir nicht mehr Geld kriegen in den nächsten Jahren, werden wir Schwierigkeiten haben, den Auftrag zu erfüllen. Das wissen aber auch alle. Und Ihnen ist die Frage wieder eingefallen? Ja, natürlich. Wir haben dazu eine Presseanfrage gehabt. Ich habe das gerade schon der Kollegin gegenüber bestätigt. Es geht um KI-Drohnen, die also KI gesteuert, gestützt sind. Die können die gegnerische elektronische Drohnenabwehr gewissermaßen außer Funktion setzen, umfliegen, wenn sie so wollen. Sie sind in der Lage, 30, 40 Kilometer ins Hinterland zu wirken und dann eben insbesondere Gefechtsstände, logistische Knoten und anderes anzugreifen. Von daher 4.000 Stück, sehr kurzfristig lieferbar aus Deutschland, sind ein wichtiges zusätzliches Asset für die ukrainischen Streitkräfte. Eine Frage machen wir noch. Also ich habe gerade gesagt, ein weiteres Sondervermögen könnte nur ein Zwischenschritt sein, weil es immer darum geht, das, was an Kosten tatsächlich anfällt. Also es ist ja nicht nur Beschaffung. Wenn Sie ein Flugzeug, ein Panzer, ein Schiff beschaffen, brauchen Sie Treibstoff, Sie brauchen Wartung, Sie brauchen Ersatzteile, Sie brauchen Personal. Wenn nur beschafft wird, aber nicht dieser Anteil der Kosten auch abgebildet wird, funktioniert es nicht. Also von daher, wie viel jetzt genau ausgezahlt worden ist, kann ich tagesaktuell nicht sagen, weil das immer abhängt davon, was geliefert wird. Aber wir werden bis Ende des Jahres 85%, schätze ich mal, gebunden haben in Verträgen. Wir hatten das Ziel, an die 100% zu kommen. Das klappt aber nicht immer, weil nicht überall die Verträge mit der Industrie dann auch so schnell, auch industrieseitig manchmal, fertig werden. Und von daher werden wir im Laufe des nächsten Jahres alle Mittel des Sondervermögens vertraglich gebunden haben. Und der Abfluss der Mittel folgt dann der Auslieferung. Antenne Bayern hat noch eine Frage. Ich verstehe Sie gerade nicht. Ich nehme das zur Kenntnis, aber wir reden heute hier über Airbus und den neuen Hubschrauber. So, eine letzte Frage noch und dann machen wir Schluss. Sie können mich ja auch noch mit einigen anderen hypothetischen Fragen, wie soll ich sagen, hier aufwarten. Aber hypothetische Fragen beantworte ich nicht. Und wir sind hier bei Airbus, wir reden über Helikopter, wir reden nicht über andere Debatten gerade. Ich jedenfalls nicht. Alles klar. Dabei.